Hallihallo meine Freunde, schön, dass ihr auch heute wieder bei Honeybee German eingeschaltet habt. Ich habe da mal eine Frage. Wer von euch war denn schon einmal in Deutschland oder hat ein paar deutsche Freunde? Schreibt es mir mal hier unten in die Kommentare, das würde mich sehr, sehr interessieren. Warum ich das frage? Naja, wir schauen uns heute nämlich 10 verschiedene Wörter oder Phrasen an, die in Deutschland eigentlich fast jeder jeden Tag sagt. Deswegen solltet ihr diese 10 Wörter und Phrasen auch kennen. Fangen wir also mit dem ersten an. Alles klar. Alles klar. Ja, das bedeutet so viel wie okay oder alles in Ordnung. Ja, so, und hier können wir zum Beispiel sagen, alles klar, ich mache das. Oder wir sagen, alles klar, ich rufe dich morgen an. Alles klar, das mache ich. Oder alles klar, ich rufe dich an. Wir können aber auch sagen und es als eine Frage benutzen, indem wir sagen, alles klar, dann fangen wir jetzt an. Das sagen wir, wenn wir fragen möchten, ob jemand noch Fragen hat. Alles klar? Dann fangen wir jetzt an. Ja? Und als letztes können wir auch fragen, alles klar bei dir? Alles klar bei dir? Aber hier müssen wir aufpassen, denn eine unterschiedliche Betonung hat unterschiedliche Bedeutung. Wenn wir sagen, alles klar bei dir, dann machen wir uns Sorgen. Wenn wir aber sagen, alles klar bei dir, dann fragen wir, ist alles in Ordnung? Ist hier alles in Ordnung? Ja, ihr versteht. Eins der häufigsten Wörter auf Deutsch ist das kleine Wörtchen na. Na. Obwohl dieses Wort so einfach ist, hat es sehr viele Bedeutungen. Ja? Und das benutzen wir immer dann, wenn wir etwas fragen möchten, wo eigentlich jeder weiß, was gemeint ist. Ja, zum Beispiel, wenn wir fragen, wie geht es dir, dann können wir auch sagen, na. Aber dazu gebe ich gleich noch ein paar Beispiele. Denn manchmal ist es ganz schön schwierig, auf dieses na zu antworten. Zum Beispiel bei der Begrüßung. Zum Beispiel, hi Lukas, na? Wie antwortet man da? Ja, denn es könnte unterschiedliche Bedeutungen haben. Entweder heißt es, na, wie geht es dir? Oder na, was machst du so? Deswegen sagen wir manchmal auch dazu, na, alles fit? Oder na, alles beim Alten? Ja, damit wissen wir dann ungefähr, in welche Richtung wir denken müssen. Manchmal benutzen wir es aber auch als Warnung, besonders für Kinder. Ja, zum Beispiel könnte man dann sagen, na, das macht man aber nicht. Na, das macht man aber nicht. Ja, dann weiß das Kind, okay, ich habe etwas falsch gemacht. Oder wir können es aber auch verwenden, wenn wir verwundert oder überrascht sind. Ja, dann klingt es nämlich so. Na sowas, gibt es schon wieder einen neuen Teil von Star Wars? Na sowas, gibt es schon wieder einen neuen Teil von Star Wars? Das dritte Wort heißt genau. Genau. Und das benutzen wir immer, wenn wir sagen möchten, etwas ist richtig. Ja, jemand hat etwas Richtiges gesagt. So, und dann können wir hier zum Beispiel sagen, genau, das denke ich auch. Genau, das denke ich auch. Oder als eine Antwort auf eine verneinte Frage. Ja, in Deutschland oder auf Deutsch sagen wir viele Fragen mit nicht oder kein. Zum Beispiel, fliegst du nicht nächste Woche in den Urlaub? Und darauf können wir sagen,
Genau, ich und meine Frau fliegen eine Woche nach Italien. Genau, ich und meine Frau fliegen eine Woche nach Italien. Kein Problem, kein Problem. Wenn jemand zum Beispiel fragt, du, kann ich mir ein Buch von dir ausleihen? Dann können wir sagen, klar, kein Problem. Klar, kein Problem. Oder wir möchten jemandem helfen, dann sagen wir, klar, kein Problem. Ich sage dir, was du machen musst. Klar, kein Problem. Ich sage dir, was du machen musst. Ja? Oder wenn zum Beispiel die Freundin oder der Freund wieder mal in einen Laden gehen möchte, um dort zu shoppen, dann können wir sagen, ja, kein Problem, ich warte hier auf dich. Kein Problem, ich warte hier auf dich. Das nächste Wort ist sehr, sehr umgangssprachlich und es heißt kein Schwein. Kein Schwein. Ja, und das bedeutet umgangssprachlich kein Mensch. Ja, und wir verwenden das meistens mit unterschiedlichen Verben. Ja, zum Beispiel lesen, verstehen, machen oder da sein. Beispiele dazu, das kann doch kein Schwein lesen. Ja, das kann doch kein Schwein lesen. Oder wenn du so sprichst, versteht das kein Schwein. Wenn du so sprichst, versteht das kein Schwein. Das dritte, das ist ein dummer Vorschlag. Das macht kein Schwein. Das ist ein dummer Vorschlag. Das macht kein Schwein. Und das letzte, ich war pünktlich im Klassenzimmer, aber kein Schwein war da. Ich war pünktlich im Klassenzimmer, aber kein Schwein war da. Wie schön! Wie schön! Das sagen wir immer, wenn wir uns für jemanden freuen. Ich gebe euch zwei Beispiele. Beispiel Nummer 1. Karin hat letzte Woche ihr Kind bekommen. Oh, wie schön! Wie heißt es denn? Oh, wie schön! Wie heißt es denn? Beispiel Nummer 2. Hast du schon gehört? Chris und Sabine möchten heiraten. Echt? Oh, wie schön! Ja, nochmal. Echt? Oh, wie schön! Mir reicht's. Mir reicht's. Das sagen wir immer, wenn etwas zu viel wird oder wenn wir etwas nicht mehr ertragen können. Zum Beispiel, mein Mitbewohner schnarcht jede Nacht so laut. Mir reicht's. Er muss sich jetzt ein neues Zimmer suchen. Mir reicht's. Er muss sich jetzt ein neues Zimmer suchen. Oder zum Beispiel auch, mir reicht's. Ich gehe jetzt nach Hause. Macht euren Scheiß doch alleine. Halt. Nicht weggehen. Wir sind noch nicht fertig. Es geht noch weiter. Stimmt's? Stimmt's? Eigentlich heißt es, stimmt es. Ja, also, ist das richtig oder habe ich recht? Und hier können wir zum Beispiel sagen, 8 mal 5 ist 40. Stimmt's? Also 8 mal 5 ist 40. Stimmt's? Oder wir können auch sagen, du hast deinem Chef schon Bescheid gesagt. Stimmt's? Du hast deinem Chef schon Bescheid gesagt. Stimmt's? Oder auch als Frage, stimmt's, dass er sich einen neuen Tesla gekauft hat? Stimmt's, dass er sich einen neuen Tesla gekauft hat? Das ist mir Wurst. Das ist mir Wurst. Das hat mit der Wurst eigentlich nichts zu tun, sondern ist nur ein anderes Wort für egal.
Zum Beispiel können wir sagen, was möchtest du denn essen? Das ist mir Wurst. Das ist mir Wurst. Oder ist dir eigentlich alles Wurst, was ich sage? Ist dir eigentlich alles Wurst, was ich sage? Und der dritte Satz heißt, das Thema für meinen Vortrag ist mir eigentlich total Wurst. Das Thema für meinen Vortrag ist mir eigentlich total Wurst. Und last but not least, guten Appetit. Guten Appetit. Das sagen wir in der Regel immer vor dem Essen. Ja, wir wünschen anderen einen guten Appetit. Zum Beispiel, guten Appetit, lass es dir schmecken. Guten Appetit, lass es dir schmecken. Ja, in manchen Regionen und in manchen Firmen sagen wir auch Mahlzeit, Mahlzeit. Ja, aber guten Appetit, dieses Wort, können wir auch sagen, wenn etwas eklig ist und wir es aber ein bisschen ironisch ausdrücken möchten. Zum Beispiel, na dann guten Appetit, ja. Na dann guten Appetit. So, das waren also 10 nützliche Wörter und Phrasen, die ganz, ganz wichtig sind. Zwar nicht für eure Prüfungen, aber für das Leben in Deutschland. Denn jeder in Deutschland benutzt diese Phrasen oder diese Sätze. Ja? Deswegen solltet ihr diese unbedingt lernen. Für heute war es das aber erstmal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, teilt das Video an eure Freunde, Glocke nicht vergessen, genau, Glocke, klingelingeling, damit ihr kein Video mehr verpasst. Außerdem abonnieren, ja, hier gibt es den Abo-Button, abonnieren nicht vergessen. Ich habe gesehen, die meisten von euch haben meinen Kanal noch nicht abonniert, also hier drücken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt fleißig wie die Bienen. Ciao, ciao.